Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Felix und ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel hier. Es ist mal wieder soweit, wir schreiben jetzt mittlerweile das 5. Jahr Kryptober, glaube ich, in Folge und es ist wieder an der Zeit. Wie startet man mit Kryptober 2025? Mittlerweile mache ich das echt lange und wie bei jedem meiner Videos verlose ich wieder zwischen 30 bis 100 Dollar, je nachdem, was die Währungen gerade wert sind. Unten in den Kommentaren, der letzte Gewinner ist hier oben eingeblendet. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar schreiben oder ich will Krypto oder sowas in die Kommentare rein und dann habt ihr bis zum nächsten Video immer die Chance, diesen Gewinn abzuräumen. Was ist Kryptohopper? Wie funktioniert Kryptohopper? Darum soll es sich heute mal gehen und vor allen Dingen, wie macht man Geld damit und was muss man beachten, dass man das Geld nicht wieder verliert. Ja, automatisiertes Trading ist natürlich so ein Ding für sich. Ich mache das mit Kryptohopper tatsächlich schon relativ lange. Das ist jetzt hier ein Bot, der läuft etwa, ja, ich würde mal sagen 40 Tage. Hier oben steht jetzt 230 Tage. Das stimmt tatsächlich nicht so ganz, weil ich den immer mal umgebaut habe und alles drum und dran. Aber wir sind hier 17% im Plus und wer gerade Krypto im Endeffekt mal ein bisschen im Kopf hat, wir sind gerade von 100 irgendwas 1000 bei Bitcoin auf die 85.000 circa wieder runtergefallen und wir sind hier immer noch gut im Plus, muss man sagen, und ich zeige euch mal, wie ich den hier aufgesetzt habe. Ich trade auf Binance aktuell, ist einfach meine Lieblingsbörse und auch die größte Börse, die was eigentlich keine Skandale an sich hat. Unten in der Beschreibung ist auch nochmal ein Link zu Binance verlinkt, wo ihr 20% auf die Gebühren spart. Da kriegt ihr die gesamten Gebühren, die was ich als Affiliate bekomme, wieder zurück an euch. Hilft beim Bot-Traden massiv, weil man massiv Gebühren nämlich auch für die Trades zahlt. Und zwar von dann 0,1 auf 0,8 und mit BNB kommt man dann auf 0,065 pro Trade und das sind halt einfach mal 45%, die was man sich spart. Das ist ganz, ganz wichtig dann beim Bot-Traden, weil man will ja ganz kleine Gaps im Endeffekt traden und nicht riesen Gaps und dann muss man ewig warten, sondern ganz kleine, immer Mikrogewinne mitnehmen und das Risiko so niedrig wie möglich halten. Das ist auch das, wo ich meinen Bot dafür nutze und wie ich den einstelle. Und wir gehen erstmal hier runter. Ich zeige euch nämlich erstmal, hey, was läuft nicht gut, was läuft gut, wo sind die Probleme, was verschweigt man euch im Endeffekt immer. Hier sieht man zum Beispiel gerade, Uni ist mein schlechtester Coin aktuell, den was ich hier im Portfolio habe. Und zwar seit 79 Tagen mittlerweile liegt der hier im Portfolio und wird nicht abgeschossen. Wurde gerade von Doge überholt in dem Moment, wo ich das Video mache. Sehr, sehr witzig, muss man sagen. Und im Endeffekt stört mich das überhaupt nicht. Wie ihr hier sehen könnt, ich habe hier ja 11.000 Dollar und diese Position ist 44 Dollar groß. Das heißt, wir reden hier von etwa 0,3%, sogar glaube ich drunter, von meinem Portfolio-Value ist in dieser Position. Und andersrum sieht man hier, ich habe kaum grüne Positionen. Warum habe ich kaum grüne Positionen? Ja, weil ich die im Endeffekt ja immer konstant abverkaufe. Ich will ja keine grünen Positionen bis ins Unendliche im Endeffekt aufheben und dann hoffen, dass ich irgendwann mal Gewinn mache, sondern man sieht hier, ich stoße die im Endeffekt hier mit so 2,6%, 1,5% ab. Manchmal auch ein bisschen drunter, manchmal ein bisschen drüber. Im Endeffekt geht es darum, ich will mindestens diese 1% haben und wenn es nach oben weiterhin steigt, dann benutze ich Trading Stop Sell, womit ich dann auch immer noch ein bisschen mehr Gewinn mitnehme. Dazu komme ich aber später noch dazu. Und man sieht hier, das sind einen ganzen Haufen Sales, die ich gemacht habe. Hier drüben steht auch immer das Datum. Die Buys dazu sind dann hier unten praktisch. Ich habe das mal angeordnet, einfach für die letzten, ich glaube 7 Tage müssten hier standardmäßig ausgewählt sein, was ich gekauft, was ich verkauft habe und wie das Ganze so zustande kommt. Was für Konfigurationen habe ich überhaupt? Wie funktioniert das Ganze und was mache ich hier im Endeffekt? Das große Geheimnis bei mir, wie ich Geld mache damit, ist ziemlich einfach. Ich versuche so schnell wie möglich die Position im Endeffekt wieder loszuwerden und behalte die anderen und nutze eine Art Merge-Ansatz, mit der ich dann im Endeffekt einen Mittelwert bilde, um die Position wieder zu verkaufen. Und das funktioniert tatsächlich relativ gut, muss man sagen. Ich bin auch nicht wirklich stuck, wenn ich hier mal in die Stats gehe, in die aktuellen. Dann sollte man hier relativ schnell sehen. Ich mache ja zwischen, ja, ich sag mal 5 Buys bis
20 Buys am Tag und habe dann auch so meine 20 bis 40 Sales am Tag. Das ist eine ganze Menge und wichtig zu sagen ist auch, ich bin hier echt viel in USDC aktuell. Wie gesagt, wir sind gerade 25-30% bei Krypto gefallen und man sieht hier, ich habe noch 34% übrig für meinen Funds und bin 65% investiert. Und vorne hat man gesehen, meine Positionen sind teilweise hier im Minus von 50%. Das heißt, ich bin 50% hier im Loss bei Dodge und anderen Positionen und bin immer noch nicht stuck, habe immer noch Geld zum Nachkaufen. Und im Endeffekt kann mir nichts passieren, bis Bitcoin, ich sag mal 30.000, 40.000 bin ich abgesichert und der Bot tradet ganz langsam immer vor sich hin und macht den Loss auch dann wieder raus. Das sieht man hier oben. Also wenn ich jetzt sofort verkaufen würde, hätte ich $11.700 und wäre 17% entspannt im Plus. Wäre voll okay im Endeffekt. Hätte ich im einem halben Jahr etwa 17% gemacht, würde ich circa den Markt schlagen, sage ich mal, außerhalb von Krypto. Wichtig zu verstehen ist aber, ich habe hier noch einen ganzen Haufen Positionen. Die haben $9.150 gekostet und sind 30% im Verlust im Endeffekt noch. Das wiederum bedeutet, wenn praktisch Krypto sich jetzt erholt, habe ich 30% zusätzlich auf mein Geld gemacht. Und hier liegt das Geheimnis im Endeffekt in der Strategie. Wir lassen den Bot auch gerne mal ins Minus sinken. Everything is fine. Wir wissen alle, Krypto geht wieder hoch. Sonst wären wir einfach nicht in Krypto investiert. Wenn man sagt, Bitcoin geht nie wieder auf 100.000 hoch, Bitcoin kann nicht auf 200.000 steigen, dann sollte man natürlich anders traden. Ich sage, Bitcoin und Co. gehen einfach langsam vor sich hin, nach oben. Ob das jetzt nach ganz oben geht oder wie auch immer, ist mir egal. Ein langsamer Anstieg wie bei einem S&P 500 oder sowas oder einem MSCI World wären mir lieber, als einfach die Million zu knacken, weil darauf ist meine Strategie ausgelegt, dass wir im Endeffekt von 100.000 auf 50.000 knallen, dann auf 110 gehen, dann wieder vielleicht auf 30.000 sinken und so weiter. Halt die volle Volatilität von Krypto ausnutzen. Und wenn jetzt wir im Endeffekt diese 100.000 wieder knacken würden, wir wären im All-Time-High mit Dodge, mit ARB, mit OP und allem drum und dran, dann wäre ich im Endeffekt jetzt nicht bei 17% im Plus, sondern bei 47% im Plus. Und das ist eine ganze Menge im Unterschied im Endeffekt. Hier unten sehen wir auch nochmal die letzten Sales, die gerade weg sind. Und jetzt habe ich aber auch genug geschnackt. Jetzt zeige ich euch die volle Strategie, die ich benutze, wie ich meinen Bot gebaut habe, wie ihr ihn einfach selbst betreiben könnt. Die Basic Settings zuerst, das ist einfach nur euer Name vom Bot, der taucht dann hier drüben auf. Da ihr sehr wahrscheinlich ja nur einen habt und eigentlich einen braucht, ist das im Endeffekt zu vernachlässigen. Interessant zu sagen ist, zu jedem Kryptohopper-Abo gibt es auch einen Paper-Trading-Bot dazu. Dafür ist es ganz cool, um hier Paper noch dann zu schreiben und ein paar Strategien zu testen und anzupassen. Dafür kann man das nutzen, ansonsten nennt ihn im Endeffekt, wie ihr wollt. Die Exchange-Settings sind schon wieder ein bisschen interessanter. Hier könnt ihr zum Beispiel auswählen, wollt ihr die Paper-Trading-Lizenz aktivieren, um ein bisschen rumzuspielen ohne Geld oder das Original praktisch. Hier bin ich auf Binance, wie vorhin gesagt. Dort ist einfach das meiste Volumen und aufgrund dieser Fee-Rückgaben, was man erwirtschaften kann, ist man meistens viel, viel billiger als auf anderen Börsen. Plus, dass man mehr Volumen hat, wodurch man natürlich auch mehr Gewinn macht und selbst bei ein bisschen mehr Fees mit mehr Gewinn davonkommt. Bin ich großer Fan, bin ich seit Jahren bei Binance, eigentlich schon immer, seitdem es die Börse gibt. Da kann ich nichts dagegen sagen. Wichtig, wenn ihr bei Binance seid, müsst ihr hier die IP-Adressen eintragen, damit der Bot traden kann. Wichtig auch den kleinen Haken setzen bei Trading und Margin Trading müsste es sein. Keine Abhebeerlaubnissen oder irgendwas anderes zu eurem Konto geben, weil so kann, selbst wenn ein Hacker an die Adresse kommt, an euren Key, kann nichts passieren, weil die auf diese IPs hier festgelegt ist. Als nächstes kommen wir zu den Notifications. Die habe ich restlos aus, weil ich wurde gottlos zugespammt per Mail von CryptoHopper. Wenn ihr jeden Tag 50 Mails bekommt, dass eure Trades durch seid, dann könnt ihr das auch wegschmeißen. Wenn ihr das sehen wollt, würde ich euch raten, nehmt ein extra Mailkonto für CryptoHopper. Ansonsten ist das richtig belastend. Die Buy-Settings. Und zwar sind die Buy-Settings sehr, sehr wichtig, weil er sagt aus, wie gekauft wird. Wie verkauft wird, ist gar nicht so schlimm im Endeffekt, wenn man richtig einsteigt. Wichtig hier, wir wollen 10 Stück gleichzeitig haben. Wir schränken das später weiterhin ein. Ist damit eigentlich irrelevant, muss man sagen. Ihr könntet theoretisch 10 Coins praktisch parallel kaufen. Und alles, was drüber ist, passiert eigentlich eh nicht.
Maximale Positionen zum Kaufen, Verkaufen, wie auch immer, beziehungsweise zum Kaufen sind 500 und maximal pro Coin sind 100. Warum? Wir wollen so viel wie möglich. Wir schränken das später wieder weiterhin ein. Lassen wir also erstmal volle Kanne durchlaufen. Jetzt ganz wichtig, wir wollen einen Cooldown nach jedem Buy haben. Warum wollen wir das? Die Indikatoren zeigen manchmal eine Zeitspanne an, sage ich mal, von 5 Minuten, wo ein guter Einstiegspunkt ist. Hier kann es jetzt passieren, hey, wir kaufen, und dann sagt der Indikator gleich wieder, hey, wir kaufen, wir kaufen, wir kaufen. Und eigentlich wollen wir ja nur, wenn der Indikator anschlägt, einmal kaufen und nicht 10-mal zu fast denselben Einstiegspunkt. Also sagen wir hier, hey, wenn gekauft wird, dann sperren wir erstmal den Kaufvorgang für 10 Minuten, dann ist der Indikator meistens aus und everything is fine. Wir spammen uns nicht voll. Gleichzeitig sagen wir, hey, wir haben gerade hier oben diese 10 Minuten Kaufzeit, wir haben die Order platziert, die ist gerade drin. Wir wollen jetzt auch hier einschränken, dass wir nicht nochmal einen zweiten Coin haben, weil wenn gekauft wird, wird das ja nicht ohne Grund gekauft im Endeffekt. Jetzt geht es hier unten weiter im Endeffekt, wenn wir schon eine ähnliche Position gerade gekauft haben, die was schon fertig gekauft ist und sich 2% darüber oder darunter befindet, dann kaufen wir auch nicht nochmal. Warum? Weil wir haben ja schon eine ähnliche Position gekauft. Hier wieder der Schutz, wir wollen nicht zu viel kaufen, wir wollen lieber weniger kaufen, aber dafür praktisch mit besseren Resultaten. Das sind auch schon die gesamten Buy-Einstellungen, die was man hier in der Basic vornehmen muss. Jetzt kommen wir zum allerwichtigsten im Endeffekt, das man machen kann. Und zwar zu den Tokens. Die Tokenauswahl ist das A und O. Ihr könnt die beste Strategie haben, wenn ihr zum Beispiel FTT von FTX habt oder einen ähnlichen Scam-Coin oder Token, der auf 0 geht. Dann hilft euch der Bot nicht, dann hilft euch die beste Absicherung nicht, weil er geht auf 0 und damit ist dann kein Gewinn langfristig zu erwirtschaften. Hier setzen extrem viele Leute auf Quantität statt Qualität. Ich habe mittlerweile in meinen gesamten, 9 Jahren Trading-Bot-Erfahrung, muss man sagen, in Krypto, gelernt, tradet lieber so wenig Tokens wie möglich, so entspannt wie möglich, weil die meisten Tokens gehen auf 0. Oder sie verlieren zumindest 90% ihres Wertes, was euer Portfolio für Jahre in den Abgrund reißen kann, muss man sagen. Der Bot wird dafür sorgen, dass wenn der Token überlebt, er euch früher oder später raustraden wird. Ihr wollt aber mit Sicherheit keine 6 Jahre warten, bis ihr wieder bei 0 seid. Deswegen ganz wichtig, ich kann nur empfehlen, ich habe hier USDC, alles andere ist für Europäer jetzt mittlerweile nicht mehr dabei. Damals war ich immer großer Fan von Tether. Wer Tether traden kann, sollte weiterhin Tether traden im Endeffekt oder auf USDC umsteigen. Für alle Europäer hat sich das sowieso erledigt und ihr müsst USDC traden als großer Token. Muss man auch sagen, ist einer der sichersten Stablecoins. Auf welche Altcoins setze ich, beziehungsweise auf was setze ich? Ich setze auf Bitcoin. Zu Bitcoin kann man sagen, ist wahrscheinlich der sicherste Token, weil so viele Menschen weltweit daran glauben und er immer und immer mehr im Endeffekt den Platz in der Gesellschaft findet. Jedoch hat er auch einen ganz großen Haken. Er ist nicht so volatil, es bewegt sich nicht so viel und man muss sehr lange warten beim Traden. Deswegen würde ich auf jeden Fall raten, auch Altcoins reinzumachen. Wer mit Bitcoin aber zum Beispiel nur anfangen will, der ist auf jeden Fall auch auf der sicheren Seite. BNB von Binance ist auf jeden Fall ein Top-Token. Dafür würde ich auch meine Hand immer ins Feuer legen. Solange Binance existiert, wird der Token auch immer eine Bedeutung haben. Dasselbe gilt für Ethereum. Die Ethereum-Chain ist absolut grandios, wird auch immer mehr und mehr hinzukommen. Und wenn da die Gas-Fees und alles weiterhin sinken, noch sehr groß eine Rolle spielen. Chainlink als Anbieter von Oracle und Entwickler und alles braucht man, wenn man sich im DeFi bewegt, extrem oft, hat auch eine super Tokenomics, kann man machen. Dogecoin ist so ein bisschen eine Red Flag durch Elon Musk und alles. Sehr volatil, hat aber seit 2017 seine Fanbase, muss man sagen. Und kann man auf jeden Fall mal mit als Risikopunkt mit drin lassen. Ist auf jeden Fall okay. Solana aktuell eine absolute Red Flag eigentlich, hat seinen Höhepunkt mit der Meme-Coin-Season gerade weit überschritten. Sollte man überlegen, ob man sich ein Portfolio nimmt. Sehr viele schwören drauf, sehr viele sind dagegen. Muss man ein bisschen aufpassen, muss man sagen. Aber kann man auf jeden Fall gerade wegen diesen Schwankungen und alles mit im Portfolio haben. Zumindest habe ich es mir mit reingelegt. Dasselbe gilt natürlich hier für die zweitgrößten Layer 2s, Arbitrum und OP. Kann man definitiv mit drin haben als große Layer 2 Tokens, muss man ein bisschen aufpassen, aber die schwanken auch so in ihren, sage ich mal, 50% hoch, 50% runter, ist ganz cool.
Ebenso habe ich hier Uniswap drin, den Uni-Token, als größte DeFi-Plattform, die es eigentlich so gibt. Hat auf jeden Fall seine Bedeutung. Ich hoffe da, dass jetzt mit der V4 auch vielleicht die Rewards mit Ankündigung mitkommt und dass der noch mehr an Bedeutung in der Community gewinnt. Kann man aber auf jeden Fall mit traden. Ebenso Pepe als absoluten Meme-Coin. Hat seine Bedeutung, extrem kleine Holder alles und der Vorteil ist keine Inflation, weshalb ich denke, im Gegensatz zu Dogecoin, dass es den noch ein ganzes Stück gibt, weil den kann man wirklich gut traden und Ton einfach Telegram, der Telegram-Token mit der absoluten Massenadoptionsmöglichkeit auf jeden Fall richtig, richtig gut. Das ist so ein bisschen meine Begründung, was ich hier drin habe. Warum habe ich die ganzen anderen Tokens nicht drin? Guckt auf jeden Fall auf die Tokenomics, ob da extrem viele Tokens zum Beispiel gedruckt werden und ob der Token überhaupt eine Daseinsberechtigung hat. Ebenso trade ich zum Beispiel sowas wie Euro nicht, weil da sich der Token nicht groß bewegt. Dasselbe würde jetzt für Tether gelten und sowas. Das ist einfach von der Volatilität her nicht ausreichend, um es zu traden. Dieser Token hier unten ist ein absolutes Todesurteil. Das würde bedeuten, dass ihr mit dem Indikator jeden einzigen dieser Token tradet. Das spammt euch das ganze Portfolio gnadenlos zu und ihr könnt nichts absichern. Habe ich am Anfang sehr, sehr viel gemacht, sehr gerne gemacht. Das Problem ist, dass sich die Zeiten seit 2017, 2016 so geändert haben, dass wir hier drüben diese Tokens, diese großen Tokens, die was bei Binance sind, mit richtiger Fundamentalität und Technik, das ist weggefallen zu, wir listen im Endeffekt jeden Scheiß und deswegen kriegt ihr dann hier auch jedes Ding ins Portfolio, auch die Tokens, die was wieder schnell gedelistet werden. Und wenn ihr einen gedelisteten Token mit minus 99% hier am Bot habt, den was ihr nicht mehr traden könnt, dann habt ihr ein ganz großes Problem, den wieder loszubekommen. Ebenso geht es hier unten weiter. Wie viel kaufen wir pro Token? Beziehungsweise pro Kauf? Bei mir hat sich das hier auf 0,31% im Endeffekt eingestellt. In einem absoluten Bullenmarkt schraube ich das mal auf 0,6% oder sowas hoch. Wichtig zu verstehen ist aber, der Bot muss konstant traden. Wenn ihr einmal voll seid und kein Geld mehr nachschießen könnt oder das nicht wollt, dann habt ihr ein ganz großes Problem. Deswegen so wenig wie möglich im Endeffekt hier anfangen zu traden. Das Niedrigste, was ihr meistens traden könnt, sind, ganz wichtig, $5 bei Binance, teilweise auch $10. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wenn ihr hier unten $11 habt pro Trade, seid ihr gut dabei. Ich kann nur jeden raten, bleibt unter den 0,5% auf jeden Fall. Fangt erstmal weniger an, ihr könnt ein bisschen hoch machen. Hier unten habe ich nochmal praktisch das eingestellt. Sollte meine 0,3% weniger sein als $10, dann nehme mindestens $10. Das ist wichtig, dass ihr von Binance keinen Fehler bekommt im Endeffekt. Ihr müsst mal gucken, ich glaube, Binance hat es mittlerweile auf $5 pro Trade gestellt. Damals waren das immer $10, was man mindestens pro Trade geben muss. Dass hier im Endeffekt die Mindestorder immer drin steht. Plus meistens einen kleinen Cent, also 10,1 oder sowas sollte man nehmen. Wichtig ist, ich habe hier bei Strategy im Endeffekt, habe ich Signals Only und kaufe im Endeffekt oder gib mir von allen, was geht. 10 ist hier vollkommen okay, dazu gibt es nicht so viel zu sagen. Ich benutze hier die Strategie von mir aktuell, die kauft diese kleinen Trades immer ein und versucht den minimalen Punkt zu finden im Boden. Man sieht auch hier, die versucht im Endeffekt immer so diese maximal 1% zu knacken. Also wir bewegen uns eigentlich hier und sind hier eigentlich sehr, sehr selten im Verhältnis, treffen aber tatsächlich relativ oft, gerade weil der Markt auch ganz gut war in letzter Zeit, die 10% plus. Man sieht auch hier, wir haben weniger als 50 Losses im Endeffekt gemacht, die was jetzt warten, aber die spammen im Endeffekt, wenn die sehr, sehr viel sind oder sich häufen, euer Portfolio zu und man kann nicht zu 100% im Endeffekt immer mit Gewinn schließen. Das funktioniert nicht. Man kann eine 90%, 95%ige Treffersicherheit haben. Das Problem daran ist, die 5% machen euch das Leben schwer und die müsst ihr handhaben. Dazu kommen wir nämlich auch jetzt. Das Trailing Stop Buy ist auch ein sehr, sehr interessanter Indikator, muss man dazu sagen. Und zwar kommen wir da hier mal zu diesem Bild. Und zwar zoome ich mal so ein bisschen ran. Was sagt der Trailing Stop Buy? Das sagt im Endeffekt, der Indikator sagt hier oben zum Beispiel, hey, ich möchte kaufen. Der Indikator kann auch nicht hundertprozentig den Boden vorausberechnen im Endeffekt.
Das heißt, wir nutzen jetzt die Hilfe von diesem Trailing Stop Buy Indikator nochmal. Und zwar geht der immer davon aus, vom tiefsten Punkt muss im Endeffekt der Wert erst wieder um diese Zahl steigen, um den Buy auszulösen. Das bedeutet im Endeffekt, der Kurs ist zum Beispiel 100 und fällt auf 99. Hier bekommen wir ein Trigger-Signal. Hey, jetzt würde es steigen. Jetzt fällt aber der Kurs weiter auf 98,5 im Endeffekt runter. Dann nochmal vielleicht auf 98 komplett. Und von 98, sagen wir jetzt einfach mal hier unten, steigt der Kurs wieder um 0,1%, den ich eingestellt habe. Und dann lösen wir hier praktisch den Buy-Indikator aus. Das heißt, man zieht ihn noch mal ein Stück weiter mit runter. Und erst wenn praktisch eine Trendwende erkannt wurde vom Bot, die könnt ihr hier einstellen, ich würde die nicht zu hoch machen, dann kauft man auch praktisch den Indikator wirklich ein. Das ist nochmal eine zusätzliche Absicherung, um noch mal ein kleines Ticken tiefer zu kommen und auch nicht im Endeffekt in ein Messer zu rennen, wo der Preis sinkt und sinkt und sinkt und man kauft und kauft und kauft, sondern man nimmt noch mal ein paar Prozente mit, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen unbedingt aktivieren. Wichtig darauf zu achten, 0,1 Steigerung ist schon ein ganzes Stück. Ich hatte hier teilweise 0,5% schon drin. Das Problem ist, dann ist euch ein halbes Prozent erstmal muss der Kurs steigen, bis ihr kauft. Das ist echt eine ganze Menge. 0,1 ist auch schon eine Menge bei Bitcoin und so. Also das funktioniert auf jeden Fall. Die Sell-Settings haben wir jetzt als nächstes. Die habe ich komplett deaktiviert, die will ich nicht haben. Das ist absolute Katastrophe im Endeffekt, hier die Einstellung. Wir wollen kein Take-Profit. Hier könnte man zum Beispiel sagen, hey, immer wenn 1% Steigerung ist, verkauf ab. Wir wollen ja nicht aber einfach stumpf abverkaufen und sagen mit 1%, sondern wir wollen ja uns errechnen, wann der Kurs wieder zu sinken beginnt. Wann die Wahrscheinlichkeit zumindest dafür da ist. Deswegen auf jeden Fall auf 1000 stellen einfach, dann macht ihr bei 1000% Take Profit. Hey, wenn ein Token 1000% gestiegen ist, dann nehmen wir den halt mit, kann man akzeptieren. Und hier unten im Endeffekt die Max Open Time to Sell. Wenn wir eine Limit Sell Order machen, dann sollte die 10 Minuten drin stehen. Würde ich einfach so lassen, wie es hier ist. Die Sell Strategy ebenso einfach auslassen. Wir wollen nicht nach Strategie im Endeffekt verkaufen. Wir wollen das hier selbst berechnen. Dafür benutzen wir hier unten den Trailing Stop Loss Indikator bzw. die Berechnung. Und wie funktioniert das Ganze? Zuerst müssen wir das aktivieren. Dann sagen wir, wenn der Preis von 100 auf 102 gestiegen ist, also um 2%, aktivieren wir diesen Indikator. Und der Trailing Stop Percentage sagt im Endeffekt aus, wenn wir 0,4% vom All-Time High, also von diesen 102, wieder sinken, dann verkaufe ab. Das heißt, wir aktivieren ihn im Endeffekt bei 102, er kann auf 103, 104, 105, 106 steigen, wenn es schnell steigt. Und erst wenn er wieder 0,4% sinkt, dann wollen wir auf jeden Fall verkaufen. Das mit einem Timeout haben wir auf 0, wollen wir nicht haben, brauchen wir eigentlich nicht. Und damit haben wir eigentlich einen sehr, sehr guten Indikator zum Verkaufen, weil wir einfach sagen, wenn eine Trendwende erkannt wird, dann verkaufen wir. Hier 0,4%, das heißt, wir machen Minimum 1,6% Gewinn und dann hat man noch ein bisschen Schwankungen, noch ein bisschen Fees und sowas drin, dass man da ein bisschen Ausgleich hat. Hat sich für mich als beste Matte herausgestellt bisher von der Community. Ebenso sagen wir unten, hey, wir wollen das als einziges benutzen, deaktiviere hier oben nochmal die Sell-Settings im Endeffekt. Und wenn irgendwas schief gegangen ist, wenn Binance made it Error, kann nicht erreicht werden, dann trigger das nochmal, probier nochmal. Ebenso hier unten, wir verkaufen nur im Profit. Wir werden kein Minus erwirtschaften durch irgendwelchen schnellen Verkäufe. Deswegen kommen wir jetzt auch hier zum Stop-Loss. Stop-Loss in Krypto ist eins der schlimmsten Dinge, die man tun kann, wenn man kein Hebeltrader ist, muss man dazu sagen. Wer Spot-Trader ist und warten kann oder warten sollte, der muss die Finger haben, im Endeffekt ruhig zu bleiben. Einen minus 50% darf euch nicht stressen. Dem Bot ist es deswegen auch komplett egal, der handelt emotionslos. Ich bin eine Katastrophe, wenn es darum geht, emotional zu traden. Deswegen bin ich damals zum Trading-Bot gekommen. Und man muss wirklich hier auch sagen, man sollte dem Bot keinen Stop-Loss geben. Sehr, sehr viele Studien, die was mittlerweile rausgekommen sind, haben mittlerweile auch ergeben, man tradet den Gewinn nicht raus, wenn man einen Verlust
aktiviert, um weiter einen besseren Einstiegspunkt unten zu finden und dort wieder reinzugehen. Warum ist das so? Weil es einfach die meisten Leute nicht schaffen. Sonst würden auch 99% der Leute beim Futures Trading kein Geld verlieren, sondern gewinnen. Aber das tun nur die 1%. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zu denen gehört, ist halt einfach eigentlich nicht gegeben. Zumindest ist sie auch bei mir nicht gegeben. Deswegen Stop-Loss auf jeden Fall aus. Auto-Close sollte man auch ausmachen. Warum sollte man eine Position einfach schließen nach Zeit? Es ist kein Indikator im Endeffekt. Das macht man auch nur, wenn man irgendwelche Short-Trades macht, wo man nicht aus den Augen im Endeffekt verlieren will. Und wenn man sie aus den Augen verliert, dann macht man sie zu. Deswegen auf jeden Fall auch anlassen. Wie gesagt, teilweise sind Positionen erst nach 80, 90 Tagen positiv bei mir. Aber die arbeiten wir ja raus. Dasselbe gilt hier für die Short-Settings. Der Krypto hat hier eine riesengroße Short-Position. Das ist aber Spot-Shorting und da versucht man im Endeffekt wieder billiger unten einzukaufen. Das heißt, man macht keinen richtigen Short mit Leerverkäufen auf, sondern man verkauft seine Position für 100 und versucht sie für 99 wieder zu kaufen und dann wieder zu verkaufen. In meinen Augen hat das noch nie funktioniert. Wie gesagt, man gehört einfach nicht zu den Gewinnern mit so einer einfachen Strategie. Dazu braucht es viel, viel mehr Mathe, viel mehr Können, viel mehr Berechnungen, als der Bot hier zulässt. Deswegen habe ich das hier deaktiviert. DCA. Eins der wichtigsten und gleichzeitig immer falsch verstandensten Dinge, die es überhaupt gibt. Was genau mache ich hier? Und zwar merge ich alle Positionen zu einer großen Position zusammen, wenn sie zusammen minus 50% im Endeffekt erreichen. Das heißt, nicht wenn Uni wie vorhin minus 50% erreicht, sondern alle einzelnen Uni-Positionen, die ganzen 30 Stück oder was ich gerade habe, müssen zusammen minus 50% sein. Dann packe ich die zusammen. Ebenso mache ich das unbegrenzt oft, aber maximal einmal im Monat. Warum? Das ist etwas, was ich tatsächlich teilweise via Hand mache. Ich sage im Endeffekt hier, dass ich das wirklich langsam nur vergrößere. Hier unten zum Beispiel sage ich auch, hey, mache das sofort mit meinem Custom Percentage. Das heißt, alle Orders werden zusammengerechnet, diese 30%, 30 Dollar Orders, sagen wir einfach mal, wir haben 10 Stück, dann habe ich $300 in dieser Position und ich kaufe nur für $30 im Endeffekt nach. Warum mache ich das? Ich will einfach nur, dass ich hier vorne im Endeffekt eine große Order wieder stehen habe, die was dann statt 50%, sagen wir jetzt einfach mal 30% oder sowas entspricht. Es geht nicht darum, diese Order super, super schnell wieder abzustoßen oder das Portfolio wieder freizukriegen. Wir lassen die hier wirklich stehen im Endeffekt, um dann eine große zu machen. Wie man hier sieht, ich habe hier einmal das bei ARB gemacht. Und das Problem daran ist, ihr habt dann eine ziemlich große Position drinstehen für eine ziemlich lange Zeit. Es ist besser dabei, die zu lassen. Das Problem daran ist, Krypto aber lässt nicht unbegrenzt viele Positionen offen und ihr müsst die irgendwann zusammenpacken, damit ihr euch nicht den Bot voll spammt. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das so mache, weil auch hier gibt es wiederum sehr interessante Studien und Mathematik, die besagen, wenn ihr eine Position ja per DCA zusammenfasst oder per Merging oder sowas, dann sagt ihr, ihr habt eine 30% Position, die im Minus ist und eine, die 20% im Plus ist. Das heißt, ihr verkauft aber trotzdem per Stop-Loss die minus 30% Order ab, um mit der plus 20% Order einen Insgesamtgewinn von 2% zu machen. Das ist toll, das sieht auf dem Papier sehr schön aus. Das gibt euch auch ein gutes Gefühl, weil ihr habt wieder Geld frei, ihr könnt wieder weitermachen. Es ist toll im Endeffekt, wenn man das erstmal simpel betrachtet. Das Problem daran ist, wenn man DCA so trotzdem einsetzt, habt ihr, wenn ihr es einzeln betrachtet, trotzdem etwas mit minus 30% verkauft und etwas mit plus 20%, um am Ende keinen Gewinn zu machen, sondern ihr habt den Trade wieder aufgelöst im Endeffekt oder ein bisschen Gewinn zumindest gemacht mit der Strategie. Es ist um einiges besser, die Position mit 20% an sich zu verkaufen, 20% zu 100% zu realisieren und in 200 Tagen oder in 80 Tagen diese minus 30% Position wieder mit 1% zu verkaufen, weil ihr dann insgesamt mehr Geld habt. Die Strategie geht aber nur auf, wenn ihr im Endeffekt
schon so genug Geld habt, um es zu überleben bis dahin. Deswegen traden wir auch nur 0,3% pro Trade und nicht 1%, um schnell Geld zu machen, sondern wir tröpfeln ganz langsam vor sich hin. Das heißt natürlich auch mit der Strategie, dass Bitcoin kurzfristig immer mal kurz davon abhaut, mal Krypto komplett durch die Decke geht, 30% und ihr steht da und habt in der Zeit halt 8% gemacht. Der Vorteil daran ist, Krypto kann nicht nur nach oben gehen. Wie jetzt gerade von 100.000 auf 70.000 haben die ganzen Leute, die Bitcoin im Endeffekt gehalten haben und Hodler spielen, 30% wieder verloren. Ihr wiederum habt dann nur 4% oder so verloren oder 3%. Und beim nächsten Mal habt ihr einen Compounding-Effekt. Jetzt kommen wir nämlich zum Wunder dieses Bots im Endeffekt. Und zwar nehmen wir ja 0,3% pro Buy. Wenn ihr eine abgeschlossene Order habt von zum Beispiel $1 Gewinn, dann macht ihr die nächste Order nicht auf mit $30, sondern zum Beispiel mit 31, 32, 33. Und wie man hier sieht, bin ich mittlerweile bei ca. $36 und ich habe mit $30 pro Buy angefangen. Und das ist so ein bisschen jetzt das 7. Weltwunder. Und zwar haben wir hier einen schönen Zinseszinseffekt, wodurch ihr am Anfang ganz langsam vor sich hin tröpfelt, aber der Felsen rollt immer schneller und schneller und schneller. Und wichtig ist einfach, verliert kein Geld. Wenn ihr mit dem Bot, ich sag mal, zwischen 2 bis 5% pro Monat macht und das über Jahre hinweg, ich kann euch das mal hier einblenden, ich hatte irgendwo so eine Tabelle, dann wird das eine ganze Menge. Das Problem daran ist einfach, man muss die Geduld haben, man muss warten, wenn man 80% im Minus mit einzelnen Positionen ist und keine Panik bekommen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Alles, was ich euch jetzt hier im Video gezeigt habe, verlinke ich euch auch gleich mal unten mit in der Beschreibung, dass ihr hierher kommt und nicht zu Scam-Seiten, auch die Signale und alles drum und dran. Ebenso zeige ich euch im nächsten Video einen Hochfrequenzbot, den ihr bei euch laufen lassen könnt. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, deswegen abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like oder Abo da, schreibt einen Kommentar, was ihr nicht verstanden habt, was ihr verstehen wollt, was ihr noch sehen wollt und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao!